Ein Phoenix 9000 BML. Ja, jetzt steht er mal hier draußen, dann kann man auch gleich mal die Unterschiede sehen. Der ist jetzt ein anderes Modell, ja. Und von der Größe her, von der Inneneinrichtung, können wir mal entsprechend vergleichen mit dem anderen. Das ist die Frontmaske. Und ja, wir gehen am besten gleich mal rein. Hallo Marlene, wie geht's dir? Hallo Sven, ganz gut, danke. Ist kalt geworden. Ja, schon frisch geworden. Ich glaube, heute waren es 4 Grad, heute Morgen. 4 Grad. Wir sind draußen, wir sind in Sulzimoos bei der Firma Glück. Hier stehen ganz, ganz viele Reisemobile. Ich zeige sie mal gerade so ein bisschen aufgereiht. Morelos, Concords und große, kleine Detlefs. Und das ist nicht nur die einzige Reihe, die es hier gibt, sondern es gibt ganz, ganz viele auch zum Angucken. Neue, alte, gebrauchte. Und ja, hier haben wir nochmal 9000 BML. Schauen uns das Fahrzeug mal an. Auf Basis Fiat Iveco Daily, das ist die Aufbautür. Mit Schloss. Vielleicht fangen wir mal hinten bei der Garage an. Auch die ist recht groß. Wir haben vorhin mal alle Klappen geöffnet. Das Heck von Phoenix. Wir sind ja in Bayern. Auch der ist made in Bayern. Mit so einer Omnibus-Optik drauf. Auch eine riesen Heckgarage. So viel hat sich dann nicht getan gegenüber dem anderen Modell. Ladekante ist relativ hoch. Und wir gehen gleich mal rein, denn vom Äußeren her ist es quasi gleich dem 9000, den wir gezeigt haben, aber innen gibt es einige Änderungen. Hier haben wir eine Victron Energy Multiplus. Da ist der Außenstromanschluss und wieder mal die gute alte 315 Ampere Siemens Sicherung. Die hoffentlich nie fliegen soll. Das ist der Zaker der Toilette. Der Häcksler. Der Häcksler. Staufächer. Wassertanks. Hier ist die Verrohrung. Ein Gasanschluss, Außengasanschluss. Das heißt, hier kannst du einen Grill direkt anschließen ohne Gasflasche. Ah, das ist praktisch. Ja, brauchst also nur eine Schlauchleitung, 30 Millibar. Daneben haben wir nochmal ein bisschen Stauraum neben den Tanks. Und hier Stauraum. Ja, das hat mich schon ziemlich geflasht. Ha, ist nicht auf. Habe ich die vergessen, die Tür. Da wollen wir mal nicht so sein. Welcher war? Der da. Das war wahrscheinlich doch der andere. Der hat uns hier freundlicherweise in Sulzimoos mal alle Schlüssel in die Hand gedrückt, hat gesagt, wenn ihr mal was probieren wollt, könnt ihr es machen, bitteschön. Einmal durchreiche, so ein kleiner Stauraum, da können wir auch eine Party drin feiern, Doppelboden, komplettes Doppelbodenprinzip. Ja, ein bisschen anders wie bei Morelo, wo du ja dann im Prinzip die Fächer einzeln hast du hier einen kompletten Doppelboden drin. So, und wenn die zu war, dann war die wahrscheinlich auch zu. Da ist AdBlue und nochmal ein kleines Staufach mit drin. Die Seitenfenster, die Busspiegel und auf der anderen Seite dann jede Menge Stauklappen. So sieht er von der Seite aus, mal komplett. Boah, schon ein ziemliches Gerät. So, und da hat man jetzt nochmal Klappen. Das ist die Fahrzeugbatterie, Dieseltank
Und nochmal ein großes Staufach, das jetzt sehr tief ist. Das ist die andere Seite von unserem Partykeller. Gasflaschen. Und ein Spülanschluss für den Fäkalientank. Da kannst du das Wasser nachspülen für alle Fälle. Hier ist wahrscheinlich die Entsorgung. Ja, Fäkalien, Abwasser, Frischwasser. Außendusche wieder. Außendusche. Und Stauraum. Eine alte 30-20 Fußbodenheizung mit Wärmetauscher. Und Frischwasser und Grauwasserbefüllung. Und mal wieder Stauraum und die Aufbaubatterien. Ja, Da ist der Wassertank auch. ist doch ordentlich. Ja, das ist die zweite Seite, auch die habe ich aufgemacht. Jawohl. Mit so einem Drehkoffer. Natürlich eine Beleuchtung drin. Ach, sie geht schon freiwillig rein. Aber man kann sich richtig drin stellen, gell? Ja, theoretisch. Naja, nicht richtig stellen, aber ein bisschen geduckt. Das Geht. schon. Ja. Das geht schon. So, ich mach mal zu. Interessant ist auch, man hat immer nur ein Schloss. Also eine zentrale Verriegelung mit einem Schloss, aber zwei Schlössern. Und eine Magnethalterung hier, Genau, das fand ich die gut, festklappt. Zeig mal. Ne? Wenn das dann nicht Hält. geöffnet wird, haut es nicht an. So, Optik ist hier. Ja, und drin haben wir was Besonderes. Wir haben nämlich einen großen drehbaren Fernseher mit drin. Da können wir uns gleich mal angucken. Der hat das Besondere, dass er 32 Zoll groß ist. Und der dominiert nämlich direkt am Eingang. Könnte auch von einem Computerspiel hochkant sein, aber nein. Marlene, ich habe dir vorher gezeigt, wie es geht. Ja, Du hast ein bisschen geübt. Ja. Warte, ich zeige mal gerade den Einstieg hier, dass wir das nochmal haben. Das ist die Phoenix Einstiegsleiste mit dem gelaserten Phoenix Adler Schuhschrank. Direkt an der Seitenklappe und ja, ein paar Lichtschalter schon mit drin. Und dominierend der Fernseher, der wirklich riesengroß ist. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Was ich jetzt hinkriege? Ja, sehr schön. Einmal drehen, der uns ein bisschen quietscht, weil das Fahrzeug hat gerade 4 Grad oder 5 Grad, vielleicht ein Tropfen Öl, aber da war so eine selbstsichernde Schraube drunter. Der ist echt groß. Warte, ich zeige mal gerade dich daneben, dass man mal das im Vergleich sieht. Großer Fernseher. Und das Reinklappen geht wieder genauso. Hoffentlich, oder? Quietsch. Ja, ein Tropfen Öl. Das ist uns die Halterung dann. Das heißt also, die wird dann einfach reingedrückt. Genau drücken. Reindrücken auf den Knopf und drin. Ja. So, automatische Sattanlage, alte Fußbodenheizung, Votronic Bedienteil und großes Hubbett, wenn du das mal runterfährst. Vielleicht nur so ein Stück zum Gucken. Elektrisch. Ja. Dann ist das, Und Stopp. ist das nicht. So ist gut. Groß. Das sieht so ein bisschen aus wie in Wien, so Opernball. Schon ein bisschen mehr oder barock fast schon, ja. Ja, wenn es ja straff ist, dann sieht es nicht so aus. Aber es soll ja auch einklappen. Ja. Oben ist auch noch mal die Großes. Schalter dann. Ja, Schalter mit drin, Licht, eigenes Fenster.
zum Entlüften. Ja, und auch natürlich Privacy, wenn du nochmal zuziehen möchtest, dann. Ja, aber nochmal hoch. Übrigens elektrisch, nicht elektrisch, also elektrisch schon nicht schlecht. Wenn man morgens aufsteht und fährt es einfach elektrisch mit hoch, hat was. Und der schick. Phoenix. Ja, der Phoenix, ne? Das ist schick. Das war bei einem anderen ja auch. Ja, dann hast du hier vorne, genau, wenn du mal kurz nach vorne gehst, setz dich mal auf den Fahrersitz. Das sind auch Schwingsitze? Ne, die sind fest, oder? Die sind fest. Die sind fest. Gut, die kosten ja auch ein paar Euro. Die guten Isri. Die würde ich mir, glaube ich, schon leisten. Wenn du länger unterwegs bist, ist das schon Komfort pur, ja. Die Schwingsitze. Hier vorne hast du das Iveco Daily Fahrwerk. Da hast du die Alu. Soll ich mal ganz runter? Oder? Ja, fahren wir ganz runter. Machen wir uns mal schön gemütlich bei 7 Grad. Vorne übrigens auch die Verkleidung von dem Armaturenbrett in weiß. Und nochmal hoch. Denn wir haben zusätzlich nämlich zu dem Rollo, was drin ist, noch so ein Privacy-Rollo, was von unten nach oben geht. Steht hier gut, der Fahrersitz. Ja. Willst du, dass ich auch mal mit so einem Teil fahre? Üben schadet ja nicht. Ja, das Kann man ruhig mal machen. So, und dann hier die nochmal genau. zum Auf- und Runterziehen. Natürlich an der Seite das gleiche. Jeweils links und rechts. Und jawohl, da ist wieder der Moskitoschutz, wenn man tatsächlich nur Moskitoschutz haben möchte, die Fenster geöffnet lassen möchte. 9-Gang ZF, Klimaautomatik und Differentialsperre, die mit drin ist. So, als man sich dann doch mal eingegraben hat, hier hat man dann noch Lenkradunterstützung und Multifunktionslenkrad mit einer Kamera mit drin, die überwacht, Notbremsassistent, Spurhalte und so weiter. Da unten ist die Luftfederung mit drin. Dann Schiebefenster. Eine Marlene. Hallo. Guten Tag. Hier sind auch wieder 2 Sitze. 2 Gurtplätze. Genau, 2 gute Plätze. Kann, denke ich, wieder die Bank hier rausgenommen werden. Jawohl. Sag mal. Zur Seite. Und dann hast du hier, denke ich, wieder entweder Stauraum oder wenn halt hier natürlich jemand sitzt, kann man das dann entfernen, hier die Auflage und Die Beine reinstellen. die Beine reinstellen. Genau, damit der eine hier auch sitzen kann, ordentlich sitzen kann. Verstanden. So, dann hast du hier die klassische Anordnung. Hier hast du dann nochmal eine großes Stauraumfach, was ich persönlich gar nicht schlecht finde. Also ich überlege gerade, ob Schubladen besser sind oder so ein Stauraum, den du ja dann doch beladen kannst. Und Ich glaube, die Mischung ist okay hier. Mikrofaser. Du hast ja hier natürlich auch Stauraum, klassischen und Schubladen kommen wir ja noch dazu. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn du beides möglich ist. Großes Fenster. Hier sind sie natürlich tiefer, jetzt haben wir den Fernseher auf der Seite, ne? Ja. Da hast du mehr. Da hast du mehr Stauraum. Genau, wenn du mal gerade unters Bett gehst. Warte, ich komme mal zu dir. Ein bisschen hier reinschwenken und dann drehe ich mich jetzt mal langsam. Ah. Küche. Stehhöhe 1,72 Meter heute. Plus noch Absätze. Geht. Kann sich also fast bis zum Ende. Bis zum Ende, also du kannst dich gemütlich hier reinsetzen, das funktioniert. Dreh mal die Sitze. Musst dich nicht bückeln oder sonst was. Ist ja Profi jetzt. Im Sitz drehen. Ja, gar nicht so einfach, weil man es noch nie gemacht hat. So. Und ja, hast einen Blick auf den Fernseher. Ja. Kann man sogar ganz drehen, wenn du noch ein bisschen vormachst, Ja. den Sitz. Warte. So. Da ist jetzt natürlich die. Die Armlehne. Genau, wenn du den Sitz mal ein bisschen vormachst, dann müsst du sogar am Lenkrad vorbeikommen. Ah, was meinst du? Genau. Und Ja, jetzt gut. kannst du ihn komplett sitzen. Drehen. Das ist klasse. Dann hast du wirklich hier
große Küche. Die Küche ist diesmal ein bisschen anders, habe ich das Gefühl. Denn sie öffnet den Raum aufgrund... Mal von der Richtung mal filmen, dass man das sieht. Oh ja. Also ich finde das sehr gut, dass hier immer diese Arbeitsfläche tatsächlich zur Verfügung steht. Das Auto ist ja auch 9 Meter, ich glaube 9,15 Meter. Ja. Das merkst du der Meter mehr. Das merkst du direkt, auf jeden Fall. Hast du hier dann wieder das Waschbecken, Edelstahl und na, kommt es da raus? Oh, meine Hände sind schon kalt hier. Einfach zu entnehmen, Nee, die Hände fangen langsam an hier zu klamm zu werden. Klamm zu werden, ja. Das geht natürlich So. einfach aus. Kochfeld, Das ist draußen. Mülltrennung. Wieder dasselbe Prinzip. Super. Und Schränke und Schränke und Schränke. Soweit Ja, ganz klassisch wieder. das Auge reicht. Ach ja, stimmt. Die ziehen doch bestimmt alleine zu, gell? Ja. Wobei es sehr kalt ist im Moment. Also Ja, das ist ja. immer so eine... Muss man noch bedenken, ne? Hier ist wirklich eisig. Es wird langsam eisiger. Je länger man hier sich draußen befindet. Rechts, guck mal, da sind auch noch Schränke. Ach ja, klar. Ja, Schubladen. Ganz unten? Da hast du den ganz großen für Töpfe. Ja, Töpfe, Pfannen oder auch Vorratsbereich. Dann Steckdosen. Schätze ich mal klassische USB und noch eine klassische. Das finde ich auch schick gemacht hier mit dem Edelstahl. Dahinter Ja, das ist auch schön. Schön, lässt sich, denke ich, ganz gut auch reinigen. dann wieder Schränke. Ja, also. Ich frage mich, was du ganz da oben reinmachst. Ja, das habe ich auch noch nicht gesehen, tatsächlich, dass das jetzt umgekehrt ist. Ne? Normalerweise sind, also wie hier jetzt auf dem rechten Bereich, sind die Ablagen ja hier eigentlich. Die unten drunter, Ja. sag's mal. Da. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man es entsprechend faltet, würde ich da oben definitiv das Handtuchgeschirr oder so, aber so viel nimmt man ja auch nicht mit. Ich weiß es nicht. Man wird sich da bestimmt was einfallen lassen. Jetzt hat jemand eine Idee. Der gute alte Kissmann aus München. Ja, ich bin mal gespannt, was hier drin ist. Ah, Ja. okay. Technik. Technik. Und Spiegelchen. Spiegel. Also jetzt auch, ich hätte auch gesagt, im Eingangsbereich so die Schüchchen hier und ein bisschen die Jacken würde ich im Eingangsbereich hin deponieren. Dann hat man hier vorne dann Sicherungskasten 230 Volt von Hager wie zu Hause. Und sehr schön eine ordentliche beschriftete Sicherungsbox. Hier kann man auch überall reingucken, das hat man extra gemacht. Das hätte man auch abdecken können, aber nein. Man hat es offen gelassen, damit man da schön reingucken kann. Ja gut, das ist ja hinter einer Glastür, ne? Also Ja, da kannst du öffnen. nicht gut gemacht, trotzdem, dass Schön. man es direkt findet. Schön verarbeitet. Der Kompressorkühlschrank, den man im Moment gar nicht anmachen muss, weil es eh kalt genug. Ja, das definitiv. Aber ja. Ein Glocker für 4 Leute. 12 Volt Gefrierfach wieder. Eisfach. Und 2 große Schubladen hier unten. Ja, da könnte man sich auch wieder überlegen, ob man anstatt denen vielleicht dann halt natürlich in einer anderen Reihenfolge einen Backofen oder Mikrowelle noch haben möchte. Mittlerweile können die Mikrowellen ja auch backen und grillen. Und waschen. Ja, Waschmaschine ist natürlich auch genial. Waschmaschinen. So, da haben wir eine Tür. Genau. Ah, warte, ist irgendwie. Okay. Jetzt. Tschüss. Tür zu. Und der Schlafbereich, der ein großes Bett hat und jede Menge Kleiderschränke nochmal dabei. Der Einstieg über 2 Stufen mit einer Klappe noch hier unten. Und Verstanden mit der Tür. hast verstanden? Zeig mal. Hier
ist ja nochmal, dass die sich nicht bewegt während der Fahrt. Das nervt ja doch ein bisschen, denke ich, wenn es dann so hin und her vibriert. Oh. Ne, hier, guck mal. Kannst du locken. Kannst du festmachen, ja. Also fest. Ja. Sie wackelt auch gar nicht mehr, gell? Ne, gar nicht. Nichts. So. Ah ja, das ist auch eine simple Lösung. Was ist da? Ganz simple Lösung fürs Handtuch. Jetzt weiß ich, wo der Unterschied ist gegenüber dem anderen 9000er. Da war der Schwingspiegel rechts. Ja. Aber ansonsten. Anderes. Aufgebaut, genau so, ne? Auf die Schränkchen hier. Never change a winning team. Aber was anders war definitiv, links und rechts waren noch die Handtuchhalter zum Rausschieben. Die sind jetzt hier nicht vorhanden. Aber ansonsten. Nicht jetzt verwechseln mit dem Concorde, den wir eben hatten. Was ist der Concorde? Jetzt weiß ich es auch schon nicht mehr. Am besten guck mal selber nach auf dem Video. Ja. Viele Schränke. Könnt ihr uns ja wieder schreiben. Ja. So, der ist natürlich süß, der Handtuchhalter. Wenn du dich mal gerade davor stellst, vor den Handtuchhalter, da kommt man nicht dagegen. So beim Waschen. Ne, geht. Ja. Gut, wenn da jetzt ein Handtuch hängt. Ja, also ich hätte tatsächlich einen links und einen rechts noch hingehangen, aber dann ist natürlich die Schublade. Dann stört das die ganze Zeit. Ja, das nervt kolossal. Stimmt. Ja, dann hier oben. Aber da, oben. Guck mal, da sind ja auch noch zwei. Stimmt. Links und rechts. Da sind die Halter. Und der Schminkspiegel. Genau. Wichtigstes Utensil ever. Natürlich. Und natürlich auch mit, nochmal mit, ich weiß nicht, 10-fach Vergrößerung oder wie viel? 100-fach Lupe. So, und dann große Dusche. Genau. Ich musste ja gar nicht aufmachen. Das ist ein Gummizug. Das ist ein Gummizug? Ja, klar. Ja, du hast aber auch gemacht. Hat auch funktioniert zum Reinigen. Ja, natürlich, aber hier kommst du nicht bei, deswegen hat es mich gerade gewundert. Und klar, du kannst das hängen lassen und dann einfach nur noch mit dem Gummi dann wieder. Eine große Stange, die dir so gut gefallen hat. Ja, für die Kleiderstange. Badetücher. Oder egal. Ja, wenn man noch unterwegs Kleider. ist, kann man die Kleider da noch gut anbringen, weil die Höhe ist natürlich perfekt für ein Kleid, dass es nicht zerknittert, wenn man das möchte. Wenn man zum Beispiel auf Hochzeitsreise unterwegs ist. Mit dem Wohnmobil. Ja, warum nicht? Du Schatz, wir fahren dieses Jahr nicht auf die Malediven. Wir haben ein Phoenix Reisemobil gekauft. Und fahren damit auf Hochzeitsreise. Nee, Spaß beiseite. Das funktioniert gut. Also gedacht ist das ja, damit du da wirklich dann mal so für ein halbes Jahr mal nach Portugal, Spanien halt lang unterwegs sein kannst. Ja. Festtanktoilette ist mit drin. Ja, dann wieder hier Stauraum nochmal. Mit dem Zahacker. Und jetzt auch montiert die Klopapierrolle. Ja, genau. Ne? Die hat ja gefehlt bei dem anderen. Wenn man möchte, kann man es auch dazwischen montieren lassen. Beheizt. Beheiztes Toilettenpapier, genau. Schrank, Kleiderschrank. Ja, Beleuchtet. sehr schön. Und Nicht nur einer. sondern 10. Gegenüber noch einer. Hier ist noch einer. Ich glaube, Schränke kann man echt nicht genug haben. Das ist, wenn du da, ich meine, es müssen nicht nur Kleider drin sein, da können auch Also- Laptops, Taschen. Ja, klar, natürlich. Aber ich bin Fan von Hängevorrichtungen, also sprich Kleiderstangen, weil du dann alles schön so frisch wie es gebügelt ankam, dir die Mühe gegeben hast, brauchst es nicht zerknittert in die Schränke schmeißen. Genau. Und du brauchst ja nicht bücken. Das heißt, du hast einen Kleiderschrank wie hier. Interessant hier auch der Schaumstoff, der drin ist, dass es auch nicht anschlägt. Schön gemacht. So, wenn du mal zumachst, hier ist noch eine Tür. Ja. Und da ist auch dann wieder, Der Spiegel. oder? Nee, kein Spiegel. Dann ist es auf der Tür gewesen. Sehr schön. Ich glaub, der ist schon ein bisschen anders, wie der, den wir eben hatten. Jetzt müssen wir bloß den direkten Vergleich mal sehen, aber wir können uns das ja dann auf dem Video angucken. Da ist der Spiegel. Genau. Spiegel ist auf jeden Fall vorhanden. Kannst du dich auch komplett sehen im Spiegel? Ja. Guck mal, ich kann auch wirklich komplett bis nach hinten, je nachdem wie groß man ist. Also nach oben habe ich ja Luft.
nicht so. Gut, da ist jetzt in der Mitte ausgespart. Wahrscheinlich ist es schlimm, dass es ausgespart ist? Das in der Mitte? Nö. Nö. Finde ich jetzt nicht. Ich meine, man betrachtet sich ja meistens da oder guckt, ob die Füße, ob alles in Ordnung ist. Und das Bett, ja, liegt mal drauf. Füße. So, 1,72 Meter und da sieht man auch, da hast du richtig Platz. Das ist der Hammer. Das ist viel Platz, oder? Ja, definitiv. Genau, Füße sind übrigens nicht auf dem Bett gewesen, hat extra darauf geachtet. Das Sporty Spice. Und da haben wir noch eine Luke mit drin, indirekte Beleuchtung und jede Menge Schränke. Jede Menge Schränke wieder und überall auch die ganzen Schalter. Und auch wieder Anschlüsse für USB-Stecker. Da ist das Thermostat. Ja, und ich denke mal in der Strippe, die ist wieder gespalten, sehe ich gerade hier. Gespalten? Ja, die Spalte meine ich hier. Na da, okay. Ich dachte, die Treppe wäre gespalten. Die Spalte in der Treppe, so. Gut. Das sehe ich sofort. So, und das ist übrigens das Waschbecken. Nochmal in Gänze. Ja, warte. Übrigens, wer sich nicht traut, mit so einem großen Fahrzeug zu fahren, es ist noch viel schlimmer, als es aussieht. Nee, ist es nicht. Man gewöhnt sich relativ schnell dran, man sollte aber stets einen Respekt bewahren vor der Größe. Das ist übrigens so das Raumgefühl jetzt hier. Dadurch, dass die Küche sehr schmal ist, hast du viel mehr vom Raum, habe ich das Gefühl. Ja, Ja, definitiv. Also hier links, rechts, da ist ein gutes Stück Durchgang. Da könnte ich sogar auch meine Workout-Sessions hier am Boden machen. Mach mal. Einfache. Echt, geht das? Ja, der Platz ist da. Warte mal, also das ist der schmalere Bereich. Da würde ich dann auf jeden Fall noch die Beine hinlegen. Je nachdem, oder da vorne hin. Da kannst du definitiv einfache Workout-Sessions machen. Mhm. So, ich lasse die Kamera ein bisschen laufen. Bitte 100 Wiederholungen. Ja, großer Raum. So, wir sind durch. Haben es geschafft. Eine kurze Roomtour. Ganz anders Mikrofaser diesmal mit drin. Also ist auch sehr pflegeleicht. Für den guten alten Espresso über der Couch. Was man ja nicht machen sollte. Hier an der Seite habe ich dann noch Ablagen mit drin. Ja, links und rechts sogar. Auf beiden Seiten. Das ist dann der Arbeitsplatz während der Fahrt. Gut. Komm, wir gehen mal raus. Das sind übrigens so kleine Details. Scharnier an 3 Punkten. Und hier kann man sich auch ordentlich festhalten. Der Phoenix 9000 BML. Da steht er, die Fahrzeugnummer 5359193. Wir sind bei Glück in Sulzemoos und drehen heute mal hier so ein bisschen Nachlese von all dem, was wir auf dem Caravansalon natürlich nicht sehen konnten, weil viele nicht da waren. Diesmal Reisemobile von Phoenix. Vielen Dank fürs Einschalten und ja auch vielen Dank Marlene. Jetzt gucken wir uns noch einen Phoenix an und dann hat sie es ausgephoenixt für heute. Dann machen wir was anderes, okay? Sehr gerne.